Guten Morgen aus Roppongi. Ohne Stimme, wie ihr hören könnt. Ich glaube, ich werde heute sehr viel mit Voice-Over machen, da meine Stimme nicht gerade vorhanden ist. Denn heute geht es endlich mal in das Sailor Moon Museum. Endlich. Es ist nur noch ein paar Wochen geöffnet und wir haben tatsächlich noch Tickets bekommen. Ich freue mich schon total drauf. So, und jetzt ist Voice-Over-Time. Ich muss meine engelsgleiche Stimme schonen. Und da wären wir beim Sailor Moon Museum in der Nähe der Stationen Roppongi und Azubujuban. Der Eintritt kostet 2000 Yen und die Ausstellung geht nur noch bis Ende Dezember. Ich habe schon so einiges über die Ausstellung gelesen und war schon sehr gespannt, alles mit meinen eigenen Augen zu sehen. Am Eingang bekam man ein zusätzliches Ticket, das man für den Museumsshop danach benötigte. Ohne dürfte man dort nicht shoppen gehen. Ich habe Sailor Moon als Kind und Teenager damals geliebt und viele Folgen im TV verfolgt. Ich muss ja zugeben, dass ich den alten Anime einfach aus Nostalgiegründen viel lieber mag als den Reboot und den Manga. Ich meine, hey, wie kann man dem alten Techno-Opening auch widerstehen? Ein absoluter Ohrwurm. Eine Sache, die ich tatsächlich ein wenig schade fand. Der glitzernde Raum mit den Manga-Panels war zwar wunderschön, aber ich hätte ehrlich gesagt als Sahnehäubchen noch richtig toll gefunden, wenn man zusätzlich oder stattdessen die originalen Manga-Seiten gesehen hätte. Den Anime-Raum fand ich super. So viele Erinnerungen. Welchen Anime bevorzugt ihr? Den alten aus den 90ern oder den Reboot? So viel Merchandise. Ich weiß noch, wie ich damals die ganzen Sailor Moon Magazine gesammelt habe und immer die Figuren haben wollte. Es gab vor einiger Zeit und leider auch nur sehr kurz ein Sailor Moon Restaurant, in dem sogar Shows aufgeführt wurden. Leider konnte ich damals nicht hin und bereue es ein wenig. Das war sicher eine tolle Erfahrung gewesen. Ich war überrascht, dass man so viel filmen durfte, aber es gab einen Raum, in dem es verboten war. Dort hingen die ganzen originalen Artworks und es war einfach der Wahnsinn, diese live zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass Takeuchi mit so viel Accessoires teilweise gearbeitet hat.
An einigen Artworks waren Perlen, glitzernde Sterne und Blumen eingearbeitet. Das war einfach nur der Hammer. Die Danksagung am Ende fand ich auch richtig toll. Übrigens sehr interessant zu sehen, dass sich Takeuchis Zeichenstil kaum verändert hat in den Jahren, im Gegensatz zu anderen Mangaka. Der Museumsshop war wirklich riesig. Es gab dort alles, was das Fanherz begehrt. Nur leider nicht so viel von Luna, was ich etwas schade fand. Am Ende ging es noch in das Café. Hierfür musste man sich anstellen, aber wir mussten zum Glück nicht so lange warten. Ich fand das Museum wirklich toll und vor allem größer, als ich dachte. Es hat sich wirklich gelohnt, bis auf die originalen Manga-Panel, die ich gerne gesehen hätte. Für Fans der Serie ein absolutes Muss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, mit besserer Stimme. Bis dann!